Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den Fragen des Tests Leben in Deutschland. Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 121 bis 140. 121. Eine Partei möchte in den Deutschen Bundestag, sie muss aber einen Mindestanteil an Wählerstimmen haben. Das heißt a. 5% Hürde, b. Zulassungsgrenze, c. Basiswert, d. Richtlinie. a. 5% Hürde. 122. Welchem Grundsatz unterliegen Wahlen in Deutschland? Wahlen in Deutschland sind a. frei, gleich, geheim, b. offen, sicher, frei, c. geschlossen, gleich, sicher, d. sicher, offen, freiwillig. a. frei, gleich, geheim. 123. Was ist in Deutschland die 5%-Hürde? a. Abstimmungsregelung im Bundestag für kleine Parteien, b. Anwesenheitskontrolle im Bundestag für Abstimmungen, c. Mindestanteil an Wählerstimmen, um ins Parlament zu kommen, d. Anwesenheitskontrolle im Bundesrat für Abstimmungen, c. Mindestanteil an Wählerstimmen, um ins Parlament zu kommen. 124. Die Bundestagswahl in Deutschland ist die Wahl a. des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin, b. der Parlamente der Länder, c. des Parlaments für Deutschland, d. des Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin, c. des Parlaments für Deutschland. 125. In einer Demokratie ist eine Funktion von regelmäßigen Wahlen a. die Bürger und Bürgerinnen zu zwingen, ihre Stimme abzugeben, b. nach dem Willen der Wählermehrheit den Wechsel der Regierung zu ermöglichen, c. im Land bestehende Gesetze beizubehalten, d. den Armen mehr Macht zu geben, b. nach dem Willen der Wählermehrheit den Wechsel der Regierung zu ermöglichen. 126. Was bekommen wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen in Deutschland vor einer Wahl? a. eine Wahlbenachrichtigung von der Gemeinde, b. eine Wahlerlaubnis vom Bundespräsidenten, von der Bundespräsidentin, c. eine Benachrichtigung von der Bundesversammlung, d. eine Benachrichtigung vom Pfarramt, a. eine Wahlbenachrichtigung von der Gemeinde. 127. Warum gibt es die 5%-Hürde im Wahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Es gibt sie, weil a. die Programme von vielen kleinen Parteien viele Gemeinsamkeiten haben, b. die Bürger und Bürgerinnen bei vielen kleinen Parteien die Orientierung verlieren können, c. viele kleine Parteien die Regierungsbildung erschweren, d. die kleinen Parteien nicht so viel Geld haben, um die Politiker und Politikerinnen zu bezahlen,
C. Viele kleine Parteien, die Regierungsbildung erschweren. 128. Parlamentsmitglieder, die von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden, nennt man a. Abgeordnete, b. Kanzler, Kanzlerinnen, c. Botschafter, Botschafterinnen, d. Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen, a. Abgeordnete. 129. Vom Volk gewählt wird in Deutschland a. der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, b. der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin eines Bundeslandes, c. der Bundestag, d. der Bundespräsident, die Bundespräsidentin, c. der Bundestag. 130. Welcher Stimmzettel wäre bei einer Wahl zum Deutschen Bundestag gültig? 1, 2, 3 oder 4? 1. 131. In Deutschland ist ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, a. der Leiter, die Leiterin einer Schule, b. der Chef, die Chefin einer Bank, c. das Oberhaupt einer Gemeinde, d. der, die Vorsitzende einer Partei, c. das Oberhaupt einer Gemeinde. 132. Viele Menschen in Deutschland arbeiten in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Was bedeutet das? a. Sie arbeiten als Soldaten, Soldatinnen. b. Sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden. c. Sie arbeiten in der Bundesregierung. d. Sie arbeiten in einem Krankenhaus und verdienen dabei Geld. b. Sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden. 133. Was ist bei Bundestags- und Landtagswahlen in Deutschland erlaubt? a. Der Ehemann wählt für seine Frau mit. b. Man kann durch Briefwahl seine Stimme abgeben. c. Man kann am Wahltag telefonisch seine Stimme abgeben. d. Kinder ab dem Alter von 14 Jahren dürfen wählen. b. Man kann durch Briefwahl seine Stimme abgeben. 134. Man will die Buslinie abschaffen, mit der Sie immer zur Arbeit fahren. Was können Sie machen, um die Buslinie zu erhalten? a. Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe selber eine Initiative. b. Ich werde Mitglied in einem Sportverein und trainiere Radfahren. c. Ich wende mich an das Finanzamt, weil ich als Steuerzahler, Steuerzahlerin ein Recht auf die Buslinie habe. d. Ich schreibe einen Brief an das Forstamt der Gemeinde. a. Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe selber eine Initiative. 135. Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland? a. Große Unternehmen, b. Kleine Unternehmen, c. Selbstständige, d. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,
D. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. 136. Sie gehen in Deutschland zum Arbeitsgericht bei a. falscher Nebenkostenabrechnung, b. ungerechtfertigter Kündigung durch Ihren Chef, Ihre Chefin, c. Problemen mit den Nachbarn, Nachbarinnen, d. Schwierigkeiten nach einem Verkehrsunfall, b. ungerechtfertigter Kündigung durch Ihren Chef, Ihre Chefin. 137. Welches Gericht ist in Deutschland bei Konflikten in der Arbeitswelt zuständig? A. Das Familiengericht, b. das Strafgericht, c. das Arbeitsgericht, d. das Amtsgericht, c. das Arbeitsgericht. 138. Was kann ich in Deutschland machen, wenn mir mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin zu Unrecht gekündigt hat? A. Weiter arbeiten und freundlich zum Chef, zur Chefin sein. B. Ein Mahnverfahren gegen den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin führen. C. Kündigungsschutzklage erheben. D. Den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin bei der Polizei anzeigen. C. Kündigungsschutzklage erheben. 139. Wann kommt es in Deutschland zu einem Prozess vor Gericht? Wenn jemand a. zu einer anderen Religion übertritt, b. eine Straftat begangen hat und angeklagt wird, c. eine andere Meinung als die der Regierung vertritt, d. sein Auto falsch geparkt hat und es abgeschleppt wird. B. eine Straftat begangen hat und angeklagt wird. 140. Was macht ein Schöffer, eine Schöffin in Deutschland? Sie a. entscheidet mit Richtern, Richterinnen über Schuld und Strafe, b. gibt Bürgern, Bürgerinnen rechtlichen Rat, c. stellt Urkunden aus, d. verteidigt den Angeklagten, die Angeklagte, a. entscheidet mit Richtern, Richterinnen über Schuld und Strafe. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.